Europa hat sich ja vor einigen Jahren eine Grundwertecharta gegeben. Und wenn man sich Umweltpolitik in Europa und die Belange im Umweltschutz in Europa, gerade im Klimaschutz mal anschaut, dann ist das ja nicht irgendwie ein Bonus oder ein nettes Add-up, machen wir mal ein bisschen Umweltschutz, sondern Klimaschutz ist zusätzlich zunehmend eine Frage von Gesundheit, von Existenzen, von Leben und Tod. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das bricht sich gerade in Europa bei vielen Menschen auch ein bisschen Bahn. Es gab vor ein paar Wochen, ist ja eingereicht worden, eine Klimaklage von Familien aus Europa, auch von einigen Familien aus anderen Ländern der Welt, gegen die Institutionen der Europäischen Union, weil sie ihnen eben vorwerfen, ihr macht zu wenig für den Klimaschutz. Euer Klimaziel zum Beispiel für das Jahr 2030, 40% Minus bei den CO2-Emissionen, wird nicht ausreichen, um Existenzen zu sichern. Das wird dazu führen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Es wird dazu führen, dass Inseln untergehen, auch zum Beispiel in der Nordsee. Eine Familie von der Nordseeinsel Langeoog zum Beispiel gehört zu den Klägern. Und das macht eben auch Europa aus. Europa wird da auf die Probe gestellt, ob sie ihre Grundwerte, die sie sich selbst gegeben haben, wahrnehmen. Und da bin ich sehr gespannt und hoffe auch, dass Europa diese Probe besteht und dass die Menschen in Europa allgemein zusätzlich verstehen, Brüssel ist eben nicht nur irgendwie ein bürokratisches Monstrum, sondern das sichert uns auch Rechte zu. Und diese Rechte, da müssen wir zwar für streiten, aber die stehen uns zu und dafür sollten wir auch gemeinsam streiten, als alle europäischen Menschen, egal in welchem Land. Dieses Europa ist dominiert durch die Nationalstaaten, durch die Regierungen der Nationalstaaten, und der Wille der Bevölkerung, der Bürgerwille, der bildet sich nur sehr, also fast eigentlich überhaupt nicht in dem ab, was dort beschlossen wird. Und daraus folgt automatisch, dass die Bevölkerung natürlich auch das Interesse an Europa verliert und sich an den Beteiligungsprozessen also auch nur noch sehr zurückhaltend beteiligt. Wenn dort die Interessen nicht vertreten werden, die man selber hat, dann nimmt man das also auch nicht mehr als seine Möglichkeit wahr. Und ich glaube, man muss dafür sorgen, dass das Parlament gestärkt wird. Und das geht einerseits dadurch, dass man dieses Konstrukt verändert, und es geht dadurch, dass man also auch diejenigen zurückdrängt, die kein Interesse daran haben, dass sich also ein starkes Europa bildet, wo also wirklich die Interessen der Bevölkerung vertreten wird, sondern die daran Interesse haben, dass es weiterhin nationale Egoismen gibt, dass weiterhin die Kapitalherrschaft fast ungebrochen bleibt, wenn man sich überlegt, welche Macht Großkonzerne haben in der Automobilindustrie, in der Informationstechnologie. Die sind nicht interessiert an einem starken Europa, sondern sind daran interessiert, dass dieses Parlament und dieses Konstrukt weiterhin so schwach bleibt, dass sie ihre Interessen vertreten können. Mir persönlich ist das Europäische Parlament selbst ein bisschen zu charakterlos. Wir haben so ein paar Köpfe, Stichwort transnationale Listen, wo wir sagen, jawohl, diejenige oder denjenigen, den kennen wir, aber insgesamt glaube ich, dass wir, so wie das in nationalen Parlamenten ja üblich ist, in Deutschland habe ich einen Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin auf Landes- und Bundesebene für die jeweilige Partei. Da weiß ich dann zumindest ungefähr, was mich erwarten könnte, wenn ich die wähle. Das fehlt mir fehlt so ein bisschen auf europäischer Ebene der Charakter. Ich persönlich brauche immer eine Person, eine Persönlichkeit, wo ich weiß, jawohl, also transnationale Listen finde ich grundsätzlich gut, aber dann auch, wenn ich die wähle, dann geht das in die Richtung. Und das ist mir jetzt alles noch so ein bisschen zu schwammig. Mag sein, dass das künstlich auch so gehalten wird, dass man immer sagt, ja, wir schieben so ein bisschen an den Reglern, dann kriegen die noch das Recht und tralala. Ne? Aber de facto funktioniert das ja nur, wenn ich Leute habe, Gesichter habe, die dahinter stehen, die auch mal was vertreten. Das, was hier immer wieder ankam, ja, es ist gut, wir haben eine europäische Bürgerinitiative, ja, ist gut und schön, aber für sowas braucht man A, Leute und B, dann auch ein Thema, was so richtig zieht. Also für mich ganz nach oben gehört das Thema Steuern, dass auch innerhalb der Europäischen Union dieser Steuerwettbewerb aufhört. Und es klang vorher schon mal an, aber es ist natürlich sehr schwierig, das Thema soziales Europa.
Ich glaube auch, wenn Europa sich nur als Wirtschaftsunion versteht, bekommen die Menschen noch mehr das Gefühl, ja, Politik, Gesellschaft ist wirtschaftsgesteuert, ist konzerngesteuert. Und für mich auch die Zunahme der sogenannten Rechtsaußenparteien, die man überall in Europa momentan leider Gottes feststellen kann, hängt schon auch damit zusammen, mit einer, ich sag mal, vielleicht auch verfehlten Sozialpolitik. Und jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Nur das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber gleichwohl wäre das für mich ein sehr wichtiges Thema, damit man eben auch von einem sozialen Zusammenhalt in Europa spricht, nicht nur von einem wirtschaftlichen Zusammenhalt, weil das Soziale berührt den Menschen halt direkt oft. Ne? Also es geht ja auch irgendwie um die Zukunft der Europäischen Union. Welchen Weg beschreiten wir? Und da hat der Kommissionspräsident Juncker ja letztes Jahr einige Vorschläge unterbreitet, seine 5 Szenarien. Und inzwischen glaube ich, dass wir im Endeffekt 2 Möglichkeiten haben. Wir machen so weiter wie bisher, Methode Monnet, irgendwie geht es immer weiter. Das ist, glaube ich, auch die Idee, die unsere Kanzlerin vertritt. Hauptsache gemeinsam irgendwie sich durchwursteln. Oder wir gehen jetzt eher in die Richtung, die Macron vorgeschlagen hat, also das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Und meiner Meinung nach muss es in diese Richtung gehen. Also die mehr Kooperation wollen, die mehr Solidarität untereinander wollen, gehen gemeinsam voran. Und die anderen, die erstmal nicht mitmachen möchten, können sich das anschauen und überlegen, machen wir das nicht. Aber man muss jetzt, glaube ich, einfach mal positive Signale setzen. Dazu gehört Mut, auf alle Fälle Mut. Zum Beispiel, was Macron ja auch vorgeschlagen hat, ist eine Finanztransaktionssteuer, das wieder aufzunehmen. Und diese Finanztransaktionssteuer auch dazu zu nutzen, gewisse umweltpolitische Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel auch den Klimawandel halt zu bekämpfen. Und ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen, weil solange wie ich mich jetzt für Europa interessiere, und das ist ungefähr seit 20 Jahren, geht es immer Schrittchen für Schrittchen voran, und um eine neue Dynamik zu entwickeln, muss jetzt einfach das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten her, sonst geht es überhaupt nicht voran. Was verbindet uns in Europa? Ja? Hören wir aufeinander, befruchten wir uns gegeneinander? Wir waren letztens mit der Kuppel an der deutsch-holländischen Grenze, und da kam jemand und hatte beschrieben, wie es doch war bei dem ersten gemeinsamen Projekt von Deutschen und Holländern. Ja? Und die waren anders strukturiert, und jetzt sagte so ganz flapsig die Deutschen irgendwie Ordnung, ja? was sie auch sagten, und die anderen sagen, probieren wir mal aus, die Holländer. Und das hat erstmal nicht gepasst, und im Nachhinein hieß es, hey, ja, wir können voneinander lernen. Und wenn wir diesen Weg dann einfach auch gehen und sagen, die Starken gehen voran und geben die Vorgaben vor, welche Möglichkeiten sind dann noch für die anderen da? Also für die auf Zypern, keine Ahnung, für kleine Staaten. Friss oder stirb? Ist es das dann? Ich bin immer ein bisschen provokant, merke ich gerade so, ja. Ja, ich habe auch ein bisschen mein Problem mit dem Europa der 2 Geschwindigkeiten, weil es geht ein Stück weit Solidarität verloren, wenn wir solche Geschwindigkeiten haben. Und wieso soll jemand dann in der 2. Reihe stehen, wenn andere in der 1. Reihe stehen und dann sich sozusagen sagen, da kann ich mich auch gleich verabschieden. Also das ist ein hohes Risiko, abgesehen davon, wenn wir eine europäische Einigung wollen, dann müssen die Starken, die mehr schultern können, im Zweifelsfall mehr Solidarität mit den Schwachen leisten. Das ist einfach so. Und wir haben es ja gerade in der Griechenland-Krise gesehen, du hast es vorhin angesprochen, Deutschland hat ja ganz gut an der Krise in Griechenland verdient, und das war nicht wirklich Solidarität, das war ein Stück weit auch Eigennutz, um das mal so auszudrücken, und ich sage das mal so provokant, die Lüge von Herrn Schäuble ist da ja jetzt durchaus aufgefallen. Man verbindet ja mit dem Wort Demokratie immer nur die Mehrheitsabstimmung des Volkes, der Bevölkerung. Und viele Menschen meinen, dass jetzt durch die Abstimmung von Mitgliedstaaten oder in den Gremien der EU, im Rat, dass das nicht demokratisch sei. Ich meine, das ist sehr demokratisch.
Denn wir haben ja jetzt Abstimmungsprozesse zwischen Staaten nicht nur innerhalb der EU, sondern auch weltweit. Etwa die Klimakonferenz war ja eine Weltkonferenz. Wir können keinen Weltstaat schaffen, sondern wir müssen Diskussionsforen schaffen, die eben die Abstimmung aller Menschen ermöglichen. Und das findet halt durch ein kleinen Gruppen- und Multiplikationsverfahren statt. So wie wir eine kleine Gruppe hier sind, ist ein Staat eine kleine Gruppe. Da können alle Menschen miteinander sprechen und abstimmen. Und in einer Großgruppe müssen halt die Vertreter dieser Staaten miteinander gleichberechtigt sprechen. Und darum kann auch eine EU mit Mitgliedstaaten und einem Rat, in dem die ja gewählte Vertreter sind, können die miteinander sprechen. Und auch das kann man als demokratisch bezeichnen, wenn es offen, transparent und mit Argumenten versehen ist und zu Hause ja mit der Bevölkerung rückgekoppelt wird. Also die EU muss kein Superstaat werden, sondern die EU kann ein gleichberechtigtes Abstimmungsverfahren sein zwischen verschiedenen Staaten. Und unter unseren Nachbarstaaten, die auch noch die Vergangenheit, die Deutschland ihnen beschert hat, in Erinnerung haben, ist das immer noch die beste Art, die anderen Länder und die Menschen ernst zu nehmen und zum Wort kommen zu lassen.